So. Mach mal das gerade. Zack. Das ist das da. Genau. Super. Passt. Ich sehe dich noch nicht. Nö, du siehst mein Bild. Ich bin live, aber du siehst mein Bild noch nicht. Da. Ich habe das Bild jetzt raus, wir diskutieren hier drüber, ne? Kamera kann ich jetzt auch rein. Warte mal. Ich könnte ja das Bild kleiner machen, aber ich will es ja so schön lassen. So. Ja. Das genau, das ist perfekt. Perfekt. Warte. So. Das noch, warum machst du bei die 4 Minuten? Ich habe mit 2 Minuten. Ne, das ist jetzt YouTube. So. Ja, ich bin auch auf YouTube. Bei mir ist 2 Minuten 40 und bei dir 3 Minuten 50. Hä? Lol, okay. Ja. Ah, so, deswegen, ja, muss vorspulen. Hoppala, da war ja was. Da war ja was, ne? So, jetzt stimmt's, oder? Warte. Hi, Sören. Hi. Nee. Live. Oh, ich bin so hyped auf das Spiel. Also, Ja. guck mal, die bringt sogar die, ich glaube, das sind sogar du hast eine Minute Verzögerung, großer. Sicher? Ich habe jetzt live. Ich bin bei 2 Minuten 15 und du bist bei 2 Minuten 40. Ja, das ist der Streamverzögerung. Ja. Das ist das Streamverzögerung, ja. Servus. Servus. Manu, bist du auch dabei? Wir diskutieren gleich über Also Leute, es geht bald los, wir diskutieren. Ich mache erstmal meine Kamera, mein Gesicht erstmal raus hier, das will ja keine Sau sehen. Das stört. Ja, also Leute, wir freuen uns auch wie ihr auf besonders diese unteren Punkte sind die ganzen Add-ons. Gerade ist das Battle of Azeroth, ne? BFA. Ja, Battle for Azeroth. BFA. Genau. Richtig geil. Oh, legendär, 3, 4, wo 5, sie 6, den Baum abgefackelt hat. Ich habe sie geliebt dafür. Hammer. Echt? So ein Feuerball, Junge. Nee, fand ich jetzt schön. War auch geil. Also die alten Götter. Ist ein geiles Bild, alter Schwede, ey. Ach. Oh, hier, geil. Das sind die Völker gewesen, ne? Da kamen die Völker, ja. Jaina und die Tochter von dem Oberhäuptlingsmagada, keine Ahnung wie er heißt, mir auch gerade egal. Das war auch geil. Der Intro von dem Video war richtig geil, wo er vor der Allianz, ne? Wo er da hat man das erste Mal seine wahre Macht gesehen. Ja. Fand ich auch mega geil. Der kleine Löwe. Was ich auch mega geil fand, was auch sehr traurig war von Sauerfang der Tod. Das haben die hammergeil gemacht. Ja. Hammergeil. Und jetzt Shadowlands. Ja. Und gleich kommt der Trailer. Also wir werden bei Trailer werden wir uns muten. Oder muten nicht, wir wollen ja auch dann sagen, oh geil. Wir sind ruhig. Ja. Wir sind ruhig. Also bei mir geht's in 40 Sekunden los, Mücke. Ja. Bei mir ist es komischerweise bei 43 jetzt. 40, keine Ahnung, wo es bei 40, 37, 36, ja. Boah. Ich hab live drinne. Aber bei dir wird es halt verzögert, also ich sehe es auch, aber 28, bei dir wird es... 27, jetzt Stream Starting. Genau, das kam jetzt auch. Ja, Manuel, machst du mit? Ja, ne? Bei was? Trommelwirbel! Ja, WoW 10.0, die nächste Erweiterung mit Video und allem, wie es weitergeht. Richtig. Und wir geben unseren Senf dazu. Ja, aber kannst du auch für unseren Livestream gucken in YouTube. Yes, wir geben geil, okay. Ja, ich bin 5, 4, 3, 2, 1 und pssst. Achtung. Oh, Video. Ich bin so aufgeregt. Ja. Hä? Ruhig. Da war das gerade wieder. Psst. Ja, Mann. Geil. Next Chapter. Unseres Abenteuers, richtig. Geil. Richtig, for Azeroth. Geil. Ich hab das gefeiert. Oh, gleich Gänsehaut, ey, ne? Wenn du denkst, ich spiele das von Anfang an, die ganze Spielreihe. Hi everyone, I'm John Haidt, General Manager for Warcraft, and with me today are my friends. Boah, ganz neue Gesichter, ne? Who is the game director for World of Warcraft, and Holly Longdale, who leads up the production team for Warcraft. Aber der John ist das nicht der Zocker? Nee, ist ein anderer. Nein, ein anderer. Können wir mal den Link schicken, bitte?
Geh einfach Donnerbuddys ein und dann müsstest du es sehen. Hab ich, aber da höre ich mich dann doppelt. Da musst du einfach nur ausmachen. Den Ton. Ja, der will aber das hören, weißt du? Achso, der muss einfach auf WoW YouTube-Kanal gehen. Warte, ich schick's dir. Ich schick's dir mal lieber. So that led us to the changes we made in 9.1.5, but also really re-examining some of the assumptions and foundations of World of Warcraft about things like character investment. Ja, es ist 10 Add-ons, ne? Das ist eine riesige Generation, was das prägt, das Spiel. Ruhig, Mücke. And I think 9.1.5 represented a step in the direction of letting players have more freedom to play World of Warcraft the way they want to play it. And we really built our Eternity's End content update from the ground up around those principles. What are some of the things that the community said that influenced your decisions for Eternity's End? Things like the method and pacing of acquisition of the Covenant Legendary item, tons of tuning, and I think every step of the way, we were listening to make sure that we were carrying forward those lessons learned in the course of 9.1.5 into Eternity's End and beyond. Das merkt man, aber das stimmt wirklich, was er sagt, ne? Ja. Klar, sie hören nicht auf jeden Spacko, aber man merkt sie, also ich finde, die gehen in die richtige Richtung. Ich finde auch, dass mit das letzte, also 9.2, ja. Ist mega. Ja. Auch der Raid ist mega geil. Auch, dass sie den Leuten Classic und Burning Crusade zugänglich machen. WOTLK soll ja auch kommen, ne? It's this tide of listening to the community and paying attention to what is a good experience for our players now. And where we really saw a sea change in this idea is with our Season of Mastery round, which is a Season of Fresh Start Classic. And initially we were talking about it like it was going to be like a fresh start. Let's try this experiment in a season. Das war auch eigentlich nicht schlecht, die Season. And then when the community found out about it, mal was Neues. Seeing this upswell. Yeah, the team just took that idea and ran with it and turned, you know, what started out as a small community project into this Soul of Iron system that became a centerpiece of Season of Mastery and a whole new opt-in hardcore mode that we've seen communities built around. Lots of, you know, thrilling victory and painful defeat. 5 hours. I made it 5 hours. Yeah, and it continues, like Burning Crusade Classic. We wanted to balance the Paladin seals between Horde and Alliance, so we made an addition there. We wouldn't have gotten there without the community's input. So, influence the community, you've got another update, and pretty significant controversial change for this. Yeah, cross-faction play coming in 9.2.5. Wurde auch Zeit, also wurde einfach Zeit, ne? And cross-faction, you're breaking with a 17-year tradition. Yeah, it was not an easily made decision by any means. Ist eigentlich richtig so. Ja, nach der ganzen Zeit, weil so oft wie wir zusammen gekämpft haben, muss es auch kommen. Oh ja. Feedback and requests and ask ourselves as a team whether there's a way to accommodate such an earnestly held desire and still feel like we're being true to the Da sieht man's, ne? Ja. To play with their friends. Ja, war ja Mr. Pordaria schon, dass du mit denen zusammen gekämpft hast. Richtig. They more closely identify with, even though their Ray group is Oder in Eiskrone hast du ja auch zusammen gekämpft. Richtig. Selbst im BFA hast du später zusammen gekämpft. Ja, es war Gegen einfach. den Endboss am Ende. Ja. It's not against the Alliance. It's not death to the Alliance. It's about pride in one's faction. And I think there's a way to preserve that and even strengthen that while giving players the ability to make the same Richtig, choice. We've genau seen das race hab ich heroes gesagt. make time and time Du again. kannst später, ich wette mit, das kommt, Mücke. Was? Du kannst später entscheiden, ob du auf der Hordenseite oder auf der Allianzseite spielen möchtest, ob du Zwerg, whatever bist. Das schwöre ich dir, das kommt. Wir werden sehen, wir werden sehen. Bin sehr gespannt. A season 4. Kind of a remix, a bit of a greatest hits, revisiting all of our raid zones across the expansion. Ah, ich hab's wieder einige vertraute Ether-Favoriten in die... Ah, geil. Das habe ich auch gesagt, ja. Schlachtzüge Mythic Plus Variation, geil. Das wäre cool. Achso, das kommt jetzt erst mit den Übergreifenden, da das halt nochmal eine neue Season kommt, ja genau. Und alte Raids nochmal aufgewärmt werden, ja. Richtig. Also sowas wie jetzt gerade aktuell mit Legion passiert ist, kommt jetzt nochmal. Nein. Es kommt so raus, von komplett Shadowrun. Na, die Raids, was wir hatten. Ja.
Sind alle nutzbar für das Set der Erdung. Das heißt, du hast aus 4 oder 3 verschiedenen Raids, kannst du dein eigenes Set dir aufbauen und kombinieren auf Maximum Level. Achtung, Film. Okay. Psst. Wow. The world has been sundered. It cries out in pain. We must go to its aid. We entrust our ancestral home to you, the Watchers. Slumber, hidden, even from our own eyes. You will feel our return in the waking of the land. Then, you must light the beacon of Tearhold, lest the path home be lost to us forever. Wow. Psst. Riesen, ey. Richtig geil. Mhm. Der einzigste Überlebende anscheinend. Hat aber mit der Mythologie von den griechischen Mythologie irgendwas zu tun. Mhm. Oh, der König. Die ganze Welt, die ganze Insel ging irgendwie kaputt, wa? Ja. Boah, krass. Ach. Oh geil, ich hab Gänsehaut. Die ganze Schwärme kommen, geil. Die sind zurück zu ihrer Heimat, geil. Hat alle 4 Aspekte. Aber der 5. fehlt, ne? Der dunkle. But her fate is yet uncertain.
Das könnte unsere neue Zeit. Oh, geil! Die ganzen Drachenschwärme, geil. Ja, Mann. Boah, geil. Dragonflight, ich wusste es. Geil. Mega. Richtig Und gut. wir sind diese Steinriesen in BFA schon begegnet, ne? Ne, in Legion war das. Ja, Liedchen. Ja. Dragons! This is so cool. No one saw it coming. No one saw it. Naja, klar, klar hat kommen sehen. So, ich mach mal mein Gesicht weg, aber keiner hat's kommen sehen, ist Quatsch. Of the Dragon Isles, Das haben die aus Spaß gesagt, das haben die doch schon. Ja. the dawn of a new age. Haben die schon im Internet die ganze Zeit geschrieben, dass es geleakt wurde. For his father's legacy, searching for the Dragon Isles. There's a reason why he hasn't been able to find them until now. The beacon going off, is that summoning the dragons? It is removing the concealment that had hidden the Dragon Isles from the world, but also beckoning the dragons back urgently in a time of need. I assume pretty good variety of locales within the Dragon Isles. Yes. Wow. The Dragon Isles, as kind of standard Sieht for richtig WoW, gut aus, ja. consists Ja. of 5 zones. Aber sieht Four ähnlich aus wie Wall of the Trainer so. Ein bisschen. Can you talk a little bit about how the team genau, hau mal raus hier. ways to thread the dragon aspects throughout the environments? The Dragon Isles are a place that is lush and primal, Schön aus, ja. bursting with elemental energy. As Azeroth herself reawakens, those primal forces are expressed throughout the environment, whether it's Das sieht magma geil aus. activity, volcanic activity, whether it's the icy wastes of the Azure Span, and each one of those has a connection to a dragonflight that we've seen before. And it's going to be an amazing place for players to arrive at and explore. All right, you know I'm going to ask. Yes, okay, so Can I be a dragon? let's start getting into some features here. Sehr gut, What Futures. Dragonflight means for you as well as just a place. So first off, yes, we have Was, an die all-new Dracula-Rasse? race. The Neue Dracula Spielbar. race. Ja, Die Rasse. Geil! This is Wow! Wie cool! But dragons in Warcraft have the ability to take on Wie a human geil! form. What classes can they be? They have unique abilities as literally a dragon. That doesn't quite fit any of our existing classes. And so Eine what we're reine doing neue is this is Klasse. not just a new Mega! race, but it's Eine also neue a Klasse. class. You know, Geil. A new race to World of Warcraft, and not just an allied race, is something that we don't do lightly. But Neue telling Klasse a und Rasse. story so focused around dragons felt like the perfect time for it. So if you are a Drakthir, you will be the Evoker class. Drakthir can only be Evokers, Evokers can only be Drakthir. And the reason why only a Drakthir could be an Evoker is that an Evoker is really combining the ability to call upon the magic of the different aspects. Ah, okay, also Magie-Klasse. Neue Magie, Alter, was immer so abgehen wird im PvP. Oh ja. Fliegen können die auch noch. Im Onyx-Stil, geil. Knock everyone back with a wing buffet and then unleash your magical abilities. Yes, please. Oh, da wird's wieder richtig, wie sagt man? Schaden und Heiler. Ja. Of Cool. either range DPS or healer. And they wear male armor. We figured, with the new hero classes we've added over the years, we have enough melee, we don't need more of those. And also probably don't need any more leather wearers. The raid leaders are going to love you for that. Exactly. This is definitely a hero class. And so that means that, like the Death Knights before them or Demon Hunters, they will be starting level 58. And then they're going to have a new starter zone. Das So werde they're ich gonna have a spielen, slightly definitiv. different journey into the Dragon Ja, Isles as ich opposed auch. to the rest of us that are sailing there from other parts of Azeroth. Can you talk a little bit about the customizations? Like Yeah. what is going to be able to identify my Drakthir character? Tracked hier. Basically Oh. anything and everything. Skin color, hair color, Cool. jewelry. Boah, sieht richtig gut aus, aber es ähnelt richtig dolle an Final Fantasy. In Azeroth. New zone, Aber Ja. ja. new class, Yep. new race. Well, tell us about some of the system updates. Ja, hau raus. Features. Of course, the new expansion brings with it, new systems, new features. I think in recent expansions, one of the things we've tended to do is really have these deep features that were closely tied to a specific expansion that would then get left behind as we moved on. And we've heard loud and clear from players that, it's kind of a bummer to start off every new expansion by leaving a large part of your character behind, by leaving a large part of your progression behind. So this time around, what we're doing is really pouring all of our energy into permanent revamps, overhauls, and improvements to World of Warcraft's core systems. Things like our progression systems, in this case our talent system, is something that we want to completely revamp. Geil, wird We auch want to Zeit. take a look at our UI. We want to take a look at professions. So with the talent revamp and the arrival of Classic, did you learn anything about how our talents work? I think seeing a new generation of players play
with those talents and work through those talent trees really underscored some of the things that, frankly, we lost when we shifted to the Mists of Pandaria style talents and beyond. A big piece of that was some of just the granularity, the feeling of getting a level and spending a point to customize your character to make yourself a bit better in some specific way. But also, you know, that sense of hybridity that you could have. That's something that we've largely lost. And so the new talent system avoids directly pitting player power throughput choices directly against utility hybrid choices, because we know that there's always a right in there. Sehe ich, das ist richtig, oder? Du kannst dich ausbauen, wie du willst. Und du bist immer eine hybride Klasse. Wie geil. Du kannst dich aus einer hybride Klasse bauen, richtig. Aber diese Drachen, das wird kein Balance mehr sein mit den Drachen, was sehen. Ne, das dauert noch, Ja. Yes, I got this 30-inch monitor trying to keep track of where I am on the map, all my buffs, and over here, what's going on in chat. It has literally made my eyes go like this. So, you're not alone in that. We've made a lot of incremental changes and additions over the years, but really this is a revamp, this is an overhaul. And so we're excited to really modernize the look and feel while staying true to the origins of World of Warcraft. Now, at the same time, we're not looking to take away the sort of power user customization there. Add-ons are still there if you want them, but we want a much better default add-on. Ja, klar, wurde auch Zeit. For all players. Nach 10 Add-ons wird Zeit, ja. Guck mal, das neue System von der Ja, die Karte ist unten, ja. Ja. Elements as much as possible. We want to let players choose what to show and what to hide so that they can control it themselves. You mentioned professions. Jetzt aber A critical question about this. die Frage, Can I wear a shirt? was yeah, I knew it. ist unsere Aufgabe? Ja, ja, das wird dann, ja. Warte mal, das wird er noch sagen, hoffentlich. Guck mal. And so, if you want to be a serious blacksmith, if you want to be a great leather worker, we want to deliver the ability to invest time and energy into that, become a master crafter. Cool. Stell gefragte Artikel her, die halt nur du herstellen kannst, ja. Ja. One of the big pieces that we want to do to support that is a new work order system to have a bit more convenience than just spamming trade chat all day. But if you are someone, you're not yourself a blacksmith, but you have a bunch of mats and you want them forged into a great sword, you can put that work order up, list your mats, offer a commission, and das ist geil. Du kannst Aufträge erteilen für andere Spieler. Alter, wie cool ist das denn? Be a drag theater, go to Dragon Isles. Can I have a dragon? What's the fantasy Kannst einen Drachen haben. Dragons, if not Wie schön, wie geil ist das denn? And so we're really excited to introduce a feature that we're calling Dragon Riding. Den Drachenräder ist nämlich. With, you know, everything from momentum to dive bombs, the ability to, you know, Boah, geil! Alter, Pandora! Pandora-like! Das hat sie von Pandora! More exciting than traditional flight that we've made available in the past, but that's also available for players through a customizable dragon mount. Du kannst es selber anpassen. Geil. Ja. This is a skill you learn over time, right? To become an awesome dragon rider. Yes, du kannst einen Schwarm beitreten. Aspects of your flight, but you will have this new form of flight from the start. And the dragon companion that you have is, of course, very thoroughly customizable, which is a new thing for us for mounts. This is not just a generic dragon that everyone has. Ja, das wurde Zeit. Das wurde Zeit. What the fuck? Du kannst den komplett individuell erstellen. Ja. Alter Schwede, geil. This is so cool. Cool wäre jetzt, wenn sie noch tote Gegner, Köpfe oder so mit dran machen kannst. Weißt du, ich meine, so wie eine Art Housing. Eine Drache. 5 Gebiete. Ne, 4. 5 stand da. Das interessiert mich sehr. Hier, neue Talentsystem. Oh, ja. Gott sei Dank. Das war so. Das war fuck. Oh, ja. Also, getting around the Dragon Isles is going to come in the form of Dragon Riding, which lets you customize and upgrade your own mount so that you can fly in a sense from the start. Kannst du von Anfang an fliegen, geil. Und du verbesserst ihn damit auch gleichzeitig. Ja. Krass. Check out our website for more information and keep an eye out for those opt-in signups if you want to help us test out Dragonflight and give us even more feedback to make it better. We do have a deep dive that follows this, so please stay around. Classic players, we haven't forgotten about you. Ah, okay, die bringen jetzt auch WOTLK. Yep. One of the all-time favorite expansions for World of Warcraft. Let's watch the cinematic. Yep. Alles cool. Lich King. Sieht man sofort. Mega. Es war auch eins meiner Lieblingserweiterungen. Ja.
Alter, ich weiß gar nicht, was ich zuerst spielen soll. Classic oder Drachenschwarm. Ja. Das war ein geiles Addon. Ja. Allein schon wegen dem Erfolgssystem. Das war, warum ich WoW so geil fand. Erfolgssystem. Mein Son. Ja. The day you were born, the very forests of Lordaeron whispered the name. Arthas. Oh, Gänsehaut. Wo ich das gesehen habe, ich habe damals Gänsehaut pur gehabt. Mich mega gefreut. Nur wie jetzt auf 10.0. Ja. When my days have come to an end, you shall be king. In diesem Geil. Jahr kommt es noch. Oh. Echt? Ja, in diesem Jahr. Geil. 9.2.5 kommt dann erst später. Oder zeitgleich. Aber ist gut, weil das werde ich auf jeden Fall spielen. Bin dabei. Ja, Tatsache, ist Fakt. Videos können sie halt einfach, ne? Das ist richtig, das können die richtig. It brings back so many memories. When you see that cinematic, what do you remember from Wrath of the Lich King? Anytime you want to talk about undead frozen dragons, how can you not go back to Sindragosa as the source? Ja, Sindragosa. Ja. So I can remember on that platform, black goo and chunks of ice falling off and having to repeat that battle with the Lich King. But when we finally down, wo die Seuche weitergehen musstest, das war noch richtig crazy, ja. Das war echt. So it's a very lasting tale for me. So as you know, with this expansion, you will in pre-patch be able to play the Death Knight. They will start at level 55. You don't have to have a high level character to make a Death Knight. So everyone will be able to make one. Geil, jeder kann erstellen. Von Anfang an. Ich spiel die Ritter. Ja, ditto. Dann fangen wir zusammen an und streamen das gemeinsam. Ja. In Northrend, and I want us to talk about some of our favorites. So for me, Grizzly Hills has a very special place in my heart. The music was some of the best. Ja, die Musik war wirklich super. I still make my way all the way up to Storm Peaks to try and find the time lost Protodrake. Oh ja, der ist mies zu finden. Da kannst du nur einer in Tötung kriegen, ne? Jetzt können es ja 5. It's an unforgettable expansion as both a developer and a player, and kind of making that transition from one to the other. Now let's talk about some changes. So one thing we looked at is Dungeon Finder, and it feels like how we envision Classic, Dungeon Finder is not a good fit for our community. That was kind of the first step that may have eroded some of that social fabric. Now, as people have gone through the experience of going back to vanilla, rebuilding those groups, relying on each other, not wanting necessarily a random participant just to show up and then leave. Yep. Yeah, that makes total sense. But today, you can do that in Shadowlands. You'll be able to do that in Dragonflight. It's a self-selected group of people who specifically want that different experience. Yes. Let's make sure that's what we continue to give them. That leads right into arena teams in Burning Crusade Classic. So we listen to the community and we remove that because individual rating is preferable and a better experience for them than arena teams. Also, with Wrath of the Lich King, Barbershop, which allows you to customize your character. Alles gut, alles gut. Du hast nicht großartig verpasst. Also die Erweiterung ist Dracheninseln. Und es gibt eine neue Drachenklasse. Und Rasse. Where we are not going to charge a real money fee. It was a paid character customization fee, right? Yeah. It seems the right thing to do that just be available in game for gold. Geil. And add more options to it. Hast gehört? It's sort of like spell batching in a sense. There's a lot of technical advancements, and it's not about the philosophy of what makes classic classic and what brings people together. It's just what's the better experience, and let's not artificially restrict something that we can provide a better version of just for the sake of nostalgia. And we're happy to say this is one of those cases. So, Wrath. The level cap is being increased to level 80, so we'll be introducing a level 70 boost. So that der erste players who want to 70er get in Boost. with their friends or just explore Northrend right away will be able to do that. You can't apply it to a Death Knight, but you will be able to use it otherwise. And of course, we have Inscription. Ja, die, oh. Profession, so we're really excited Ja, about that. lohnt sich richtig. Alter, es gibt wieder das Glyphensystem, ne? Das war mega. Das fand ich richtig gut, ja. Und Archäologie gab es da, glaube ich, zum allerersten Mal. Return of the Wrath of the Lich King for classic fans and taking us somewhere new with Dragonflight. We're so excited to be able to bring these adventures to you.
Don't forget, there's a deep dive on Dragonflight where you're going to get a lot more information. Thank you so much for spending this time with us, and we'll see you in Azeroth. Also kommt jetzt, geht's weiter, das, oder? Beginnt jetzt. Also wir können ja mal ganz kurz dazu sagen, also... Storytelling, nee, Storytelling. Ah, okay. Die Story von Drachenschwein. Hi there, welcome to the Dragonflight Deep Dive. I'm Steve Denuser. And I'm Taryn Gregory. Starting it off here, we're going to talk about the setting and the story of Dragonflight. We've got this great expansion, exciting pre-render trailer that everyone just watched. So let's talk about the setting for Dragonflight, the Dragon Isles. Dragon Isles have been known for a long time in Warcraft history as a mysterious place where the dragons came from long ago, but we never knew much more than that. We're going to this place that is kind of the broodlands of all the Dragonflights, the place where they nested, where they built their civilization. The Dragon Isles was the center of the Dragon Kingdom when the world was young, and the mortal races were just starting to form kingdoms of their own. But when the Legion invaded, for that War of the Ancients, das war die Vorgeschichte von Azeroth, so war es früher mal, der Kontinent. So, der wurde dann zersplittert, ja. Ja, genau. And because of the breaking of the world, magic kind of drained away and the land went dormant, so they had to leave the Dragon Isles behind. And as we saw in the pre-render, they left behind some Titan Watchers to look over the land, and when someday they hoped that elemental energy would resurge once again and draw the dragons home and reestablish their kingdom. And that's when the message goes out to the flights and they feel it in their bones. Now it's the time for the sky to light up with the colors of the aspects once again, and for Alex Straza Der Blaue gefällt mir am besten. But the land has changed a lot in all these thousands of years they've been away, and some very old threats have awakened as well. We're looking into the culture of dragons as they exist in Warcraft. Dragons as we know them today were very different in the early past, the early history of Azeroth. They were much more primitive, much more savage, what we now know as proto-dragons. And then some of the dragons were empowered to become the aspects. The green flight, red flight, blue flight, bronze flight, black flight, each with unique powers, each with the ability to protect the world in different ways. These pillars of draconic power appointed to defend Azeroth from threats within and without. Dragons used that power both for good, in the case of most of the aspects, but also for nefarious reasons in the case of the Black Dragonflight led by Neltharion, who would become Deathwing. And what we will find in Dragonflight is that some of these ancient divisions run deep. And so it begs the question, where do we go from here? If this is an opportunity to reclaim their legacy, to be the protectors, as the cinematic mentioned, that they once were. To do that, they're going to need the help of our heroes, our players, to come to the Dragon Isles with them and face some of these reawakening challenges, because it's not just that this land is peacefully waiting for the dragons to return and reclaim it. There's those old enemies that have awakened as well. Yeah. One of those being a race of kind of elemental half-giants, the Jarradin. The Dragon Isles isn't just populated by dragons or just by the Jarradin. There's also many other occupants here in the Dragon Isles here just recently or for a while, including a fan favorite coming back, the Tuskar. That's going to be awesome. We've got other cultures there as well in the Dragon Isles. We're going to find out about a civilization of centaurs that predates the ones that arose in Kalimdor much later. And some of our favorite characters that we've seen over the last few expansions, such as Rathian. And whether he's ready to step up into a leadership role, or if there are other alternatives out there that would be better suited to the job of being the aspect of the Black Dragonflight. I think one thing the players are going to be really excited about this expansion is the new playable race, the Drakthir. That's right. And this is something that Neltharion, before he was Deathwing, before he went full crazy world dragon, that he put into motion? Neltharion saw those primalists that were kind of breaking away from the aspects and what they wanted. And so, in those first experiments, he took the essence of dragons, their strength, their nobility, their wisdom, and he combined it with that scrappiness, that adaptability that the mortal races had. And he wanted to use that to create the ideal soldier in his mind, the Drakthir. Exploration is really one of the key themes of this expansion. We're going to be going to this ancient place that the dragons left behind long ago. So we've made these huge zones with all kinds of places to delve into and find little treasures and little secrets tucked away. It's going to be a lot of fun for players to be exploring these landscapes. And there's so much architectural history in how
clearly aspirational was the kingdom of the dragons and how it lost so much. And the themes of trying to return to that, to try to find your legacy, to try to figure out who you were before everything went awry. But there's questions, you know, thematic questions of what does it mean to be true to your legacy? Are we going to repeat the mistakes of the past? The dragons have had to learn those lessons just like the mortal kingdoms have had to. And I think that's one of the reasons why the dragons see this now as the time that they have to return and they have to step up once again as protectors of Azeroth. We're helping the dragons because the dragons have helped us in the past too. So by using the Explorers League and the Reliquary together, that allows us to delve into some of that history. And when I look, you know, upon the Dragon Isles in all of its visual splendor, I get so excited. Wirklich schön The gemacht. prospect of a truly Azerothian Aber es konnten sie schon immer, also Grafik war schon immer schon geil, ja. Along with Rathian, Ebonhorn, with Ysera's daughter Marithra, as each one of them is trying to find their own flights. I am taken by the exploration and the potential for adventure and just new horizons within this world. There's going to be old stories from that time past, that history that only the dragons knew for the longest time. We're going to be able to explore that. It really feels like just a breath of fresh air. So now we're going to turn things over to some of our colleagues who will take you on that deep dive into the locations and the features of Dragonflight. Cool. Da haben wir schon mal gemerkt, es gibt die alten, wir müssen die Insel zurückerobern. Hello, I'm Stephanie. Ja. Das kam schon mal raus. I'm Jackie. And I'm Gary. Na, sag mal We're her. part of the teams that are building the first two zones that you'll encounter in the Dragon Isles. Neues Team, ne? Ja, die haben ja schon eine Rasse ja gezeigt, die böse ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Dragonflight you're going to come to is the Waking Shores. Oh. It's wild, untamed land. It's waking up around you too, and the elements are just going crazy. The art team again has hit it out of the park. You'll see like a lava mountain flowing in through the beach, giant proto-dragons swooping down, gobbling up members of your expedition. We have such rife opportunities to show elementals rising up because of the crazy magic that's flying around. The one of the things I love is just how you get to the Dragon Isles, right? So you're going to get on your boat in Stormwind or Orgrimmar, and the first thing you do is sail between like the dragon ruin architectures. The boats come right alongside each other. You can jump from one boat to the other and just start causing havoc on the other faction's boat. For those who love PvP, this is a great opportunity for war mode. Okay. It's free for all out there. It's going to be great. But it's okay. There's an innkeeper on the beach, so that if you're in that situation and you don't want to be in war mode anymore, you can just hop out right there. The Reliquary and the Explorers League are Das ist working cool, ja. together. The Horde and Alliance are sending an expedition together. It's not the military, it's not the soldiers. This is the scientists, the settlers, exploring this new land. So it's a lot more optimistic. Also One of my wenig, favorite things about the wenig Waking Shores Krieger. is the Red Dragonflight, led by Queen Alexstrasza, the Alexstrasza, Lifebinder. ja. They have the mandate of nurturing and protecting all life, which means Horde and Alliance, Gorloks, trolls, everybody. So they take that duty seriously. When the Horde and the Alliance come to the Waking Shores, they want to be there to help guide the people through the new land and welcome them. But they're not the only one in the Waking Shores. We have the ancestral home of the Black Dragonflight there too, which has fallen on tough times since Deathwing's descent. And so Rathian's coming over to the Isles with us, and he's gonna try and come to terms with the state of the Dragonflight, which is a few loyal Draconids and Dragon Spawn trying to hold their ground. What can the future of the Dragonflight be if it's just Rathian? Because it's not just the dragons that are coming back to the Dragon Isles, but also their longtime rival, the Jarden. I love the Jarden so much. They're half giants that wield the power of magma, and when the Waking Shores and the Dragon Isles went to slumber, they also slumbered. They're back now, and they are ready to raise chaos. Yeah, they're massive. They're riding giant lava mammoths, okay. parading Cool. around, just stomping on your Geil. face. Also müssen wir den And they wahrscheinlich were irgendwie the enemies besiegen. of the Dragonflight for so long. They fought against the Red Dragonflight, hunted dragons down, and they're really taking this opportunity to rise up. As the Red Dragonflight have the mandate of nurturing life, they don't want to just stomp out the Jarden completely, but they want to make sure that they don't have the power to affect those around them negatively, to make sure they don't go on a rampage and destroy the ecosystem that has been created here. And so those are awesome things in the Waking Shore, but Steph, there really is only one right answer for the best thing in Waking Shores, right? What? This is true. Ducks. We finally have those webbed feet hooligans in our game. We cracked the technology. They We've can got them figure in. it out. They Yep. can fly. You should be proud. Thank you. Sie können fliegen, oh Mann. The Onaran Plains come right after the Waking Shores. It's so breathtaking at first glance. The Onaran plains are big, wide open plains.
And the player is going to be constricted a little bit, and then you see this big contrast of a zone. We don't always get that opportunity, that cinematic moment where the player can have a framed view when they see this area. Come out and you got that postcard shot of the plains. Sieht echt cool aus. And then you see this giant fire proto-dragon breathing fire and a herd of centaur like harpoon down the proto-dragon and crash into the ground. Also Interaktion mit der Umgebung, das ist schon mal was Neues, ja. Geil. Also die Umgebung interagiert. Ja, ja. Also meine schafft das locker. Ich brauche eine neue. She's the one who guided the centaur to the Dragon Isles many years ago. She blessed them, took their caravan across, and then showed them the plains. How fun at the beginning of this expansion was exploring the culture of the centaur. The centaur are these mighty, awesome hunters that, back when they first came to the Dragon Isles, they fought the green dragons all day long. Eventually, they realized that we're strong, you're strong, maybe we should stop decimating each other's people. We'll make peace, we'll make an agreement. You guys hang out in the groves, and the centaur will hang out in the plains. But now, the dragons have been gone for 10,000 years. And the centaur have come so far since then. And they've been here, and they've been existing and developing their culture. They all came over as one clan, led by the mighty Maruk and Tira, and they founded a new life here. So if you want to get across, you have to follow their rules and their traditions. You have to earn their trust. You are the first outsiders to come in generations upon generations. The centaur might rule the open plains, but the green dragons make their home in the groves. And those groves are absolutely gorgeous. And how great a job it is that we have where I can take all of this beautiful artwork and build these beautiful fantasy groves. Echt schön gemacht, ja. Auch diese Interaktion finde ich richtig geil, dass das reinbringt. Dass irgendwann ein Drache runterkommt, das haben sie ja bei Todesschwinge damals ja schon versucht. Weißt du, wie ich meine, wo Todesschwinge von irgendwo kam und sich abgefackelt hat. We certainly couldn't have done that in the vanilla WoW. No, definitely not. The zones are so big and you can see so far, especially in Onaran Plains. So we talked to the engineers and we actually increased that distance. It spurs you on to want to adventure and look through the zone and explore everything. The interesting thing for me is we have all these conflicts with the dragonflights. There's missing dragons, there's battles, there's so much crazy stuff happening, but that's not really all we're doing. There's so much extra fun activities for people to do. And the greatest thing is that you need to figure out exactly what's going on and help solve all the problems. Also du bist eigentlich Botschafter, kannst du sagen. Ja. Erkunder, Botschafter und wie nennt sich das? Wissenschaftler. Problemlöser. Ja. Ist was Neues, ist halt nicht immer nur rumgeschlachte, ne? Ja. Oh. Video. Hello everyone, my name is Kate. I'm Christy. I'm Kate. I'm Sean. We're going to talk Wer war jetzt Kate? So Azure Span is going to be the third zone that players adventure through, and it's one of our biggest größten Gebiete in the Dragonflight, maybe even to date. We knew it was going to be like the largest visual elevation change, and it really started with this great concept art. When we first were taking a look at the design, we kept coming back to one of our favorite Wrath zones, which was Grizzly Hills. And we really wanted to take that, but wowify it more. And I don't know if you've ever been up to the Bay Area, but in the morning, that coastal fog comes in and dips down into the redwoods and that sun shines through. That's really what we wanted to encapsulate with this forest. Geil, also mehr Wetter, mit Wetterbestimmung. Das heißt, irgendwann kann Nebel aufziehen, kann der alles verdunkeln, ist geil. Also ich muss echt sagen, die bringen viel Interaktion von der Welt her, dass es einfach sich lebendiger anfühlt. Das ist gut. So muss es auch sein. Wurde auch Zeit nach 10 Add-ons, also ne. Ice rivers as far as the eye can see. And Sean, I know in the forest, we can expect our first creatures. We have a small group that lives there called the Gnolls. These gnolls are all throughout the forest in Azure Span. They've made this their home. Some gnolls with strange magic that we're going to find out what exactly that's about. Snow gnolls, cool. as I call them, the snows. Hat ein bisschen was von Dings, ne? In the winter area, and von Hogger. Gnolls that are just going to be around the forest area. So then we go into the big open tundra where we. Tuska, die kennen wir ja von Lich King, ne? It's going to be really neat to explore their ja, Kultur. Die Tuska sind von Lich King, ja. Honestly, all my downtime's probably just me hanging out with the Tuskar. Die waren cool. It's been a while since we've seen them. We remember the Tuskar from Wrath of the Lich King. They're also getting a nice, cool up-res for their models, along with expanding their culture. So there are going to be male Tuskar, female Tuskar kids. Kids, so we're going to fight alongside them, which includes help from
certain group of dragons, the blue dragons. We're going to follow the story of Kalagos, our blue dragon buddy from the Kirin Tor, werden wieder da sein. Ne, sind ja mit den Aspekten verbunden. Giant zone. There's a lot of surprises. When we're done there, we head over to Aldrazes. It's really incredible because you will be going through some of the previous zones and seeing a lot of ruins for the dragon buildings. But when you get to Thaldrazes, everything is perfectly intact. It's beautiful. It's pristine. It is the seat of power for all 5 dragon flights and home of the dragons. It feels that way with the huge vertical mountains. We've got these great cave systems where you may end up finding little dragon hordes. My favorite dragonflight right now is the Bronze. They've got a really cool area in Thaldrazes, and their magic is time. There's so many cool story hooks that we could dig into there. There's so many cool gameplay options. And we have a little bit of an adventure for players. It's gonna be a lot of fun. Can't wait. Also ich freue mich schon da, die Berge runter zu stürzen mit meinem Drache, ey. Alter, richtig geil, ja. Is going to be the main city and player hub for this expansion, Valdraken. It is a culmination of all of the dragon's efforts to put together what a city would look like. So we ended up having a bunch of really fun small vignettes where you see that the blue dragonflight is hosting a public library, and the red and green dragonflights both have their own separate gardens. We'll also have some convenience services for players, including an auction house in the city, which will be really nice if you're looking for more exotic wares. The thing that really sold me on Thaldrazes was the initial concept art we got of Tierhold. Hat sehr viel mit der Mythologie zu tun, ne? 10,000-year-old Titan technological marvel. Tierhold has these awesome aqueducts that actually come out from the structure all the way to the city across the valley. And in the cinematic, there's just this amazing shot where you see Alexstrasza swoop under one of them, and there's splashes of water cresting across her wings. So when players are flying around themselves, they get to have their Alexstrasza moment. What an incredible place. Also du kannst es auf gut Deutsch gesagt nachmachen, ne? Was du da gerade gesehen hast. Ja, du kannst durchs Wasser fliegen. Ja. He was a Titan Keeper back in the day who helped the Aspects fight Galakrond. And when they settled on the Dragon Isles, he built this facility. And even though Tyr's gone, the dragons have held him in reverence. But that was 10,000 years ago, and they've let the Titans maintain the place. An incredible amount of history has happened since then. Flights have been nearly wiped out. There have been invasions, betrayals. Aspects have died. And these are the kind of things that leave marks on a society. So now they're all back here, and they're all here together. As we were designing the zone and the city itself, we're trying to figure out, how do we tell those stories at the same time as making sure that this is a really convenient place for players to go and, go shopping, as they tend to do. So much adventuring happening on the Dragon Isles. It's so cool. As a player, you probably don't have your own dragon wings. You are going to learn the art of dragon riding. Ja, das ist so cool. I'm just excited to dive off the tops of towers and swoop under things. Ja, das da kann man richtig Wettrennen machen, ohne Witz. Ja. Hi, I'm Jake. Ah, die Klasse jetzt. I'm Kali. And I'm Greg. Also, na jetzt gucken, das ist die neue Klasse. Yep, das ist die neue Klasse. Die jeder spielen wird. Ja, komplett neu. Es gab noch nie Klasse und Rasse. Es gab immer nur eins, ne? Which is our exciting expression into the exploration of the Dragon Isles. We knew with a dragon-themed expansion, we wanted to let you play a dragon. Not a big dragon, Alexstrasza size, that'd be tough to fit into raids. Ja, wäre witzig. I know. But a draconic humanoid. So the Drakthir, created by Neltharion. And like our other hero classes, you get to choose if you want to start on the Horde or Alliance side on character creation. So let's talk a little bit about du kannst dir das class aussuchen. they can be. Ja. What's unique about it is because Es war ja wie bei der Horde. Bei Pandan, ja. They have the ability to wield the magic of all 5 dragon flights. So evokers can take advantage of red magic and blue magic and bronze magic. And to show that, we created a visual, what we call a prismatic effect. This prismatic effect is basically the coalescence of all their energy as they channel it into whatever spell that they're going to cast. You have a red magic spell called Pyre. So when you shoot it out of your mouth, it twirls in the air with all 5 of the Dragonflight's magic as it turns into the red spell before landing on your enemies and exploding and hopefully burning them. I'll take that one. Getting that vibe across that they use all 5 was really important to us, but we did want to make sure that each specialization focused on 2, because casting 5 different colors gets a bit messy. So their damage dealer specialization, their first of 2, Devastation, mostly focuses on red and blue magic.
Red being very fast and explosive, burning everything. Also rot ist Schaden und blau ist Heilung. Nee, doch nicht. To disintegrate one single enemy in front of you. There's a healer spec called Preservation. The healer spec is going to focus mostly on your green and your bronze magics. So your green is going to be evocative of the Emerald Dream, your growth and your nurturing spells. And then you have your bronze magic, which is going to be more timey-wimey. So you get to heal a wound faster. So in addition to the visuals and the animation, which all make you feel very powerful, we really wanted the player to have a physical connection to the cast. We have a new type of spell called Empower, where when you actually hold down the button on your keyboard, it charges up the spell. The longer you charge it up, it might do more damage, more targets depending on the spell. But it gives you this really physical connection and control that's new for World of Warcraft, and I think is feeling really, really good. We have some great animations. Thank you, Andy. Your team. Love it, Andy. You feel physical when you're casting. Aber das haben sie von Lost Ark. Gibt es ja auch zum Aufladen, die Fähigkeiten. Ja, wir haben so viele Varianten von verschiedenen, die sich da reinfällt. Das ist ja normal, jeder Spiel macht das. To the gameplay, though, another part of feeling draconic is looking like a dragon. Well, we talk about dragons breathing fire, but you know what's actually fire? What's actually These fire? customizations. Oh my goodness. But no, they're really They're cool. awesome. Because you have both your draconic form and your human Das haben die echt cool gemacht, wie bei den Morgen, weißt du? options for both of them are amazing. They're very good. What about color? Just tell me you tell can us about the change colors. color. You can do a lot of matching. So your Visage form can have scales that are the same color as your Drakthir form. But my favorite, super favorite part of customization for the Visage form, hair. Yeah. Because I can actually do this in game. Yeah. The tech is here. We finally did it. As Cool. players Mehr make their way Farben, through richtig each gut. of the areas of the Dragon Isles, they'll partner up with the Dragonflights to move through the air as they've never Das done ist so before. cool. You'll notice I did not say flying because flight has a very specific meaning for World of Warcraft. Yeah, it does. And we're talking about something new called dragon riding. And as the players are honing their dragon riding skills, they're going to get to see all new animations that go along with the different look and feel of the drakes. We're aiming to shake up movement with this new system, providing players with a deeper immersion with forces Ja, like das war momentum immer ein and großer gravity. We knew Schwerpunkt, ja. that for Dragonflight, we were going to have the opportunity to show players a whole new set of Dragon Isle drakes, completely unique Ja, das ist so from cool all mit the other dem things they've seen in World of Pandora-Style. Warcraft. And so we wanted to come up with a movement system that would add that sense of physics, weight, and gravity, like you were mentioning. We knew it was going to take a huge team effort, not just animation, but it was going to take effects. It was going to take the engineering team, who we rely on heavily, and that combined with some new animations really helps to lend that feeling of physics as you move through Ja, the das ist air. auch schwer für die Aus wieder hoch muss, ja. And the icing on Gut, the ja. cake is going to be some really cool effects that we've added on top of all of that. So for example, when you start hitting, maximum velocity, you're going to see contrails coming off the edges of the wings. Dass die Wings dann, ja, And then cool. as you do your rolls and spirals, you build up more and more speed. There's going to be some Ja. screen effects on the display to indicate that you're reaching maximum velocity. Das ist aber richtig Which cool really gemacht, ja. adds to the overall kind of immersion and sense of reality. As players make their way through the Dragon Isles, they'll discover new cosmetic options to fine-tune. Ja, das ist richtig geil. Das war so oft gewollt, ne? Horns. Mega. Geil, wie viel Varianten. Du kannst den komplett bauen, wie du den willst. Ja, and more. nee, das ist geil. Definitely. Okay. We want to provide players with all new skills to play with, as those who can use their momentum Ja. well can reach higher and higher heights and bring on new, more difficult challenges. We just have so many new gorgeous options to choose from, and I'm just so excited for all of them. I'm excited for the whole thing. I mean, it's been a lot of fun to work on, but I can't wait to actually. Ja, ich bin auch dabei. Also ich finde das mit den, sie haben, dass du von Anfang an fliegen kannst, das war so oft kritisiert, ja. Ja, jetzt kommen die Talente, da bin Und das ich UI. sehr gespannt. Ja, und das neue UI. Ja. Schauen wir mal. Gut gemacht, also ich bin bis jetzt Hello, my name zufrieden. is Brian. I'm Crash. I'm Jay. And I'm Laura. We are very excited to share we are finally revamping the WoW HUD UI. And it is also time for a major revamp to talents and specializations. I have a big question for the group. How long do you think it took for us to finally revamp the WoW HUD? My guess is like 15 years. Close, 18 years. 18 Überleg mal, wie lange das das Spiel schon gibt, Technology has Alter. changed a lot since we made the UI back in 2004. Now you have like bigger monitors, and us, we have better dev tools to work with, so it makes sense to have the revamp right now. Also, if you look at the game today, the art evolved beautifully over the years, and if you look at the Ja, HUD, Brecht, the er hatte HUD looks vollkommen like recht. got frozen time. So when we Einfach approached mehr this, we Spielraum, wanted to ja. create
a layout experience that players could customize, move things around, adjust it to fit their needs. Add-ons today, they do a lot for player customization. The downside is that not everybody uses them. It's about time that everybody has the opportunity to use them, that they become a part of the base UI. Yeah, and we are working very closely with our user research team to make sure we are hitting the goals that our player needs. It allowed us to add new functionality, to improve accessibility in a lot of areas, and on top of that, we are going to be improving the art. Yeah, so the art update, it's a big part of this project. The UI that we have today has a lot of charm and personality, and players have been using that for 18 years. So with that in mind, we want to respect the players who really like the current UI, but do a modern take to it, removing the clutter and giving more visibility for your gameplay. Dass du mehr vom Spiel hast, ja. Das sieht schön aus. Ja. And the health bar is also Das gefällt mir. Ja. Du kannst es, so sieht's gut aus, ja. Du hast wirklich Platz. Du brauchst nicht mehr so viel Add-ons, ja. Du kannst es auch einstellen. Irgendwie habe ich die... Ja, das sagt ja. Du kannst alles... mit LVU zusammengearbeitet, so in der Richtung, weißt du? Ja. But we want to bring it back in a nice way. So we for sure updating the Griffins. They look so nice now. And the Horde, don't worry, we got you. We're gonna have your version as well. So let's talk about the edit mode. We are putting a mode in that will let players move various HUD elements around on the screen. Geil, du kannst alles bewegen. Move the mini-map, say from the right corner all the way over to the left corner. If I want to bring my action bars from the bottom and kind of put them more in the center by my character, those are all things that I'll be able to do. Und überleg mal, das hat SW2R hat das schon seit Anfang an, ne? Dieses System der Bearbeitung. Seit Anfang an. Und das jetzt erst 18 Jahre später ist schon traurig, aber besser spät als nie. Richtig. So, if you're someone who jumps around a lot, as you switch, it will switch to whatever HUD layout you have for that spec. This is an ongoing project. We're gonna keep working on it. So we really want to hear back from you. A project that we're all excited about that we've been collaborating a lot on is something that's pretty UI intensive, and that's the talent system. Yeah. It hadn't changed in a long time, like you said before, and we really started with how can we have players have more choice over what their character has? As you level up, we give you a new spell or a new ability, something that kind of makes you stronger, but it's determined by the designers. We decide the order. Yeah, we started looking for a system that would give players a much wider set of options. And after looking at all those things, what we really returned back to was the idea of trees. But it's actually two trees. Guck mal, was du also machen kannst, Alter. Different class utility, and then we have a spec tree that is focused on performing your role, whether that's damage, tank, or healing. Sogar PvP und PvE gebunden. I'm super excited about having trees come in. There's a big nostalgia hit. As we said, we're having two trees because we feel like picking a specialization is a really important part of your World of Warcraft character now, and so we want to make sure that when you choose that, it kind of affects the tree in some way. Yeah, as soon as you open your talent tree, you'll see something new. The class side will have some abilities filled out for free, just kind of starting you off in that spec you've chosen. Das haben die aber von dem Privatserver. In the class tree, which could be something related to that spec or role, or it could be something from elsewhere in the class. There's a lot of things that we can do here, and part of that is encouraging players to perhaps make combinations that they've never really been able to see in the game before. This is an opportunity to put a lot more art and fantasy in the actual UI itself. You have seen that a lot through most recent expansions, but not the base UI. We want you to be able to tinker with it. You know, we want you to be able to make a lot of changes at a lot of times and not necessarily have to commit. The power really is coming back to the player. It's not something we want people to feel locked into. Krass. Du hast da wirklich die Möglichkeit, eigenen Baum zu bauen, wie du willst. Textil zu machen, weißt du? Ja. Krass. Yeah, the old school players, when you see trees this time, just think, yeah, I'll go from my raid night to my arena match and figure out what I think is the best for both of those. And that's a process we want to make really fluid. So we're building a save load feature that lets you create your build, name it, save it, and then load it up very quickly and freely. Talents were really about the breadth of options. We've made all these different cool things over the years, but when are they at their coolest? It's when players can hold the building blocks of what can make up their class, their spec, and put them together in a way that works for them. So these are really cool features that we've been working long and hard on, and we're very excited about them. And it's just an early preview of the things we've been doing. We can't wait to see the reaction that you have to them. Please reach out to us and let us know your thoughts on them. And next up, we're going to talk about professions in Dragonflight. Also ich muss sagen, Talentbaum war top. Wurde auch Zeit. Yep, fand ich auch geil. Ja. Auch dass du komplett
bauen willst, wie du willst. Talk about the plans for professions in Dragonflight. Oh, das wird mit DK geil. Professions have been a staple of World of Warcraft forever, and they've seen lots of really cool incremental updates over their life. But for Dragonflight, we want to do something a bit different. We really want to rethink professions and figure out how to make them part of your identity as a player, if that's what you want. We really want to make sure that professions feel fun and relevant across all levels of gameplay. That brings us to our first update, something that we're calling crafting orders. If you want to have something crafted for you, but you don't have the skill or the right profession to do it for yourself, you can have it crafted through a crafting order. Cool. You can basically browse any of the recipes that can be crafted, pick the one you want for yourself, and then you include some or all of the reagents needed for the recipe, including ones that only you can get your hands on. You can find someone in person to do it right in front of you for you, or you can also go to an NPC and using an auction house like Interface, send the order out. If you're doing this, you can pick, do you want to send the order to anyone, sort of a public order, or do you want to only send it to your guild, or to a specific other player, maybe. Also kannst halt wirklich richtig Handel treiben. If you are really dedicated to your craft, you're going to be the best at what you do. One of the coolest things about this is the item you had crafted can also be soul-bound. In the past, you could only get your hands on crafted soul-bound items by having that profession yourself. Now anyone can have them crafted for them, which is really neat and really expands the number of items that we can provide that are really powerful because everyone can have them crafted through the crafting order system. This is also really cool because it means as a crafter, you can start building your client Oh, das wird Kohle geben, Mücke. Get Ich weiß, du bist da sehr, sehr gut mit sowas. Extra. You're also going to be leveling up your profession, which is going to be really great. Das ist geil, ja. Time you go to craft, you're going to notice a lot of different things, but probably the biggest is the introduction of quality, both to your crafted items and your gathered reagents. Quality works in a pretty simple Haben sie von Lost If Ark. you craft something that's a higher quality, it's just going to be better. Die Qualität haben sie von Lost That Ark. probably means a higher item level. If it's, for instance, a potion, that might mean a more powerful effect at a higher quality. And we're doing a lot of new things in the UI. We've put a lot of work into it to make sure that the professions feel really special and Kleine Klauschweine. Mücke, das macht jedes Game. Ja, natürlich, aber das ist so offensichtlich. Weißt du, wie ich meine, du kannst da mit Materialien die Qualität verstärken, wie Lost Ark auch. Ja. Probably the biggest source of your Die werden so viele neue Leute bekommen, allein nur wegen der Drachengeschichte, ja. Allein deswegen nur. Ja. As far back as original World of Warcraft. With Dragonflight, you can go out and earn specialization points in a whole bunch of different ways. So maybe you find an old book on a bookshelf in a ruin. Das haben die von Edlery. Sachen finden muss, um da spezielle Sachen noch freizuschalten. Etc. pp. Ja. Die müssen sich anpassen, es ist so. The better you're going to get at crafting all armor. This also means that if you specialize one way, other people in your guild may specialize in a completely different path. So this means that your guild Also die bringen das wieder von Burning Crusade und Classic, dass du dich spezialisieren musst, damit du wirklich die beste Qualität kriegst, ja. Ist doch gut so. Ja. Finde ich gut, weil dann kann nicht jeder alles machen, weißt du, wie ich meine? Also ich mache als Schmied, Mücke, du machst Schmied. Ja, wahrscheinlich. All in the main city of Valdrakken, and you're going to go in there and you're going to get to see all the different players crafting their items at their cool crafting tables. Yeah, it means you're going to walk into the city and you're going to see like all these alchemists huddled over here, and you're going to see all these blacksmiths over by the forge. There will be other players filling orders or grabbing orders. There's going to be a whole new crafting area that's going to make you feel really part of the world. It just seems like a much more lively. Ja, macht's halt lebendiger, stimmt, ja. What I'm most excited about, though, is the gear. We're introducing new types of gear for every profession, and when you go to, say, mine a node, you're actually going to just switch into that gear. It's going to be really great. You're not going to have to carry that stuff around in your backpack anymore. There's actually going to be dedicated slots for each of your pieces of gear. But cool. I'm a numbers guy. I love progressing. All pieces of profession gear will have those special stats that we mentioned before on them. And as you get your hands on better versions of the gear, it's really going to help you get better at your profession. I can't wait. Thank you for tuning in to the Dragonflight Deep Dive. You've heard a lot about the content and changes coming in Dragonflight, and we've got a lot more in store for you in the coming months. Ich hole mir die komplette Expanden-Version, ey. Ja. War's das? Ich glaub schon, ja. Ne? Ende? Das war's. Ja. Das war's, meine lieben Zuschauer. Ja. Also, erstmal Wahnsinn,
was da alles geht. Also die haben ja, also fangen wir mal an, über die neue Klasse zu sprechen. Ne? Die neue Klasse. Finde ich cool, wobei ich wo ich sagen muss, ich finde es cool, dass sie eine neue Klasse und eine neue Rasse bringen, aber was mir nicht gefällt ist, der Drache ist so abgespaced. Was ich meine? Der ist einfach... Abgespaced, meinst du? Der ist, guck dir mal die Klassen an und dann auf einmal Drache. Weißt du, was ich meine? So. Ja, wir haben einen Wogen. Ja. Der Drache, ja. Ja, aber der Drache hat nochmal du kannst dir da alles verändern. Da müssen sie ja natürlich dann auch für die anderen Rassen und Klassen nachliefern, ne? Klar. Ja, das kommt ja automatisch dazu, logischerweise. Wenn die ja schon sagen, du durch den Drachen kannst du mal halt viel mehr ändern, ich denke mal schon, dass sie das auch für die anderen machen müssen. Ne? Und ich denke mal, dass du auch durch die neue Rasse immer halt auch, was dazu kommen kann, dass du dann die Rasse kann auch Krieger werden. Die Rasse kann auch normaler Magier werden. Oder. Das sind halt noch so andere Punkte, so wie bei Pandaria. Und beim Todesritter. Todesritter kann ja nur Todesritter werden, richtig. Die Pandaren kannst du aussuchen, welche Variante du spielen. Bei den Drachen wäre halt schon geil, wenn man da mal auch als Krieger oder so. Was ich mal schade finde, ist, dass der Drache wäre eigentlich eine perfekte Form für einen Tank. Ne? Heiler, Märchenklasse. Aber du musst die Umsetzung beachten. Er hat gesagt, das ist physikalisch, die Typen in du weißt bei Drache dann wenn du jetzt anfängst, ja? Du musst mal sehen, du weißt, wie die Community rumheult. Jetzt fangen wir an, du hast einen Drache, der Drache hat eine eigene Klasse. So. Ja. Da kannst du nicht kommen und sagen, ja, aber ich möchte doch einen Drache als Hunter haben, weil, wenn du da den Hunter reinbringst, dann kommt aber Magier wäre auch nicht schlecht. Und da geht's los, aber ein Schurke wäre noch ganz geil als Drache. Weil die haben das schon gut gelöst. Nee, wird's nicht, weil die haben das gut gelöst, der Drache, weil das von den, ich gebe die Hand ins Feuer, es wird nicht kommen, auch wenn die Leute rumjammern, weil sie ja extra gesagt haben, eine neue Klasse und eine neue Rasse. Somit haben sie dieses ganze Gejammere, aber mein Drache soll doch Krieger sein. Du kannst ja eine Art Fernkämpfer, Nahkämpfer werden. Aber du bist halt ein Drache und du bist halt kein Mensch, ein Drache rennt nicht über das Schlachtfeld und hat eine Rüstung an und sich ein Puppelschwert aus der Nase, holt sein Schild aus dem Arsch und sagt dann, vor der Horde! Weißt du, was ich meine? Ja. Das geht nicht. Es ist ein Drache, es ist ein Hybride und das ist halt, ist auch richtig so. Ja. Ist ja genau wie ein Dämoniger. Ein Dämoniger bleibt ein Dämoniger. Der wird nicht, weißt du, was ich meine? Der wird nicht noch zum Krieger oder so. Und das haben sie gut gelöst, weil hätten die angefangen, jetzt 5 Klassen, Krieger, Heiler, also Krieger, Magier, Hexenmeister oder Jäger, dann fängt die an, ja, warum kannst du kein Hexenmeister sein? Warum kannst du das nicht sein? Warum muss es... Recht. Und somit haben sie das gut und schlau gelöst, weil die Leute können dann, klar werden sie jammern, aber so können sie sagen, hey Leute, es ist eine neue Klasse, neue Rasse, wir haben ein Jubiläum, 10 Add-ons, ne? Allein das mit der Klasse, also wie gesagt, ich finde halt die Klasse ich würde sie trotzdem spielen, ganz klar, aber ich finde Drache, klar, jeder will es, die haben jetzt das gebracht, was die Leute wollten. Ein Drache. Ja. Also ich bin jetzt gerade reingegangen, der Chat explodiert gerade. Die waren noch nicht so gehypt, die freuen sich auf die Grizzly Island, der Drache wird geil, Fliegen wird geil. Also, und das nächste, was wir ansprechen können, ist ja mal gerade das Fliegen. Es wurde so oft geheult, wir wollen mal keinen Namen sagen, Asmongold, ne? Ja. Warum es am Anfang kein Fliegen geben kann. Ja, im Endeffekt, er hat es erreicht, jetzt kriegt er sein Fliegen, auch wenn es anders ist, du musst nichts mehr freispielen, außer vielleicht den Drache zu holen. Du kannst deinen Drache aussehen lassen wie ein Porsche oder wie eine hässliche Trappi-Schrabracke. Wie das dir gefällt, du kannst ihn variieren. Das heißt, keiner hat dasselbe Mount wie du. Ja. Weißt du, was ich meine? Du kannst es komplett, natürlich muss dann auch die Vielfalt da sein. Wenn es nur 2 Einstellungen sind, dann ist es auch wieder kacke. Aber wenn die Vielfalt da ist, wenn sie noch reinbringt, zum Beispiel mit Erfolgssystem, dass du spezielle Schuppen freischaltest oder spezielle Flügel, haben die so viel Spielraum, die Leute richtig dran zu fesseln und zu sagen, ey, guck mal, wenn ich den Erfolg mache, dann hat mein Drache so richtig zerfetzte Flügel von Todesschwinge. Oder das Maul von Todesschwinge, diesen Eisenkiefer. Weißt du, da kann man so viel dran basteln. Da ist die Vielfalt unendlich, wenn du das richtig anstellst, wenn sie es nicht versauen. Ja. So. Ja. Hi. Und dann das Fliegen, Alter,
dass du Geschwindigkeit, wenn du dich stürzt, also das Fliegen wird einfach lebendiger, die Welt wird lebendiger, die NPCs interagieren mit der Welt. Das ist nicht nur rumgestehe und der eine guckt sein Blatt an und guckt wieder zu dir, guckt sein Blatt an, guckt wieder zu dir, sondern es kommt Drachen vom Himmel, die holen sich da ihr Futter, die Zentauren klatschen die Drachen ab, die kämpfen, die haben eine eigene Schlacht und hauen nicht nur 5-mal auf dasselbe drauf und du siehst da dass nichts passiert, außer dass sie halt gegeneinander kämpfen und der Kampf dauert 25 Jahre. Na, weißt du, was ich meine? Da haben die so viel, also Interaktion finde ich also richtig lobenswert, das wurde Zeit, weil einfach die Zeit dafür, die Technologie auch da ist. Ja, definitiv. Was ich jetzt stimme dir in vollen Zügen komplett zumücke. Und was jetzt, da haben die das von Pandaria. Nicht von Pandaria, sondern, Pandora, das meinte ich, genau. Da haben sie so ein bisschen von da, so ein bisschen vielleicht abgeguckt. Mit dem Fliegen, mit dem Sturzflug, ja. Richtig, mega geil, Hammer. Jetzt das nächste Thema, wo ich jetzt schon die ganze Zeit drauf warte, das Talentsystem. Alter, wird das geil. So wie ich das gesehen habe, kannst du wirklich alle Aspekte, sagen wir mal, nehmen wir als Beispiel jetzt den Krieger, ne? Da 2 Damage und einmal Tank. Du kannst das kombinieren. Du hast die Tank-Möglichkeit, du kannst da Damage mit reinbauen und. Du hast dann noch ein spezielles, du hast als allgemeines Skillbaum und dann spezifisches Skillbaum. Du hast halt keinen Spec mehr. Du hast keinen Spec mehr, aber da muss ich sagen, das haben sie, auch wenn es ein bisschen verschört ist, von dem Privatserver Essenzien abkopiert. Da hast du nämlich auch einen Talentbaum. Gut, klar, ein bisschen ist es noch WoW, weil du spielst jetzt zum Beispiel einen Krieger und hast halt dann deine Specs, wo du selber basteln kannst. Das ist schon klassenbezogen geblieben. Bei Essenzien hast du ja einfach, du fängst mit Level 1 an und kannst komplett dich ausbauen, was du sein willst. Das haben die jetzt auch eingemacht. Ja, aber du musst halt den Krieger wählen, damit du auch diese Talente vom Krieger kriegst. Weil, wenn ich meine, Tank, Furor und Waffenkrieger, das haben sie klassenbezogen, finde ich aber auch gut, dass sie es gelassen haben, weil, wenn die jetzt angefangen hätten, wie bei Essenzien, zu sagen, okay, du bist Level 1, such dir aus, was du spielst, du kannst von jedem ein bisschen was nehmen, alles ist gut, alles ist scheiße, so Mega-Hybriden-Klasse, das wäre einfach für Anfänger, also ich habe das Essenzien-System ja angeguckt, einfach zu viel, das ist zu überladen. Das finde ich gut, es ist klassenbezogen. Du hast den Krieger und hast deinen Talentbaum, wo du sagen kannst, okay, ich möchte als Waffenkrieger Verwunden haben. Verwunden finde ich geil, kannst den Gegner richtig schön ärgern. Ne? Oder das mit den Talenten ist es so geregelt, zum Beispiel jetzt als Schamane. Du hast die Möglichkeit, du hast 2 Skillbäume, einmal spezifischen Skillbaum, rein Heilung, ne, wo du was verstärken kannst, etc. und den allgemeinen Skillbaum. Das heißt, du kannst den Verstärker, den Ele und den Heiler kombinieren als Hybridklasse, dass du Nahkampf machen kannst und dann übelste durch die Procs, was er bekommt, eine übelste Heilung bekommt. Ja. Diese Möglichkeit besteht jetzt, also ab 10.0. Ne? Der Schamane, Verstärker-Schamane, durch deine Stacks, die du, diese Malstrom, die 10 Stück, was du aufladen kannst, zack, kannst du Instant Heal raushauen. Und dann gibt es diese Hybridklasse, Support Damage Dealer, der macht Schaden und heilt, wieder die Priest. Diese Möglichkeit gibt's dann. Und das ist das Krasse dabei. Du kannst einfach der Dudu, Tank, Heiler, Range. Kann er kombinieren. Ja, genau. Ich weiß nicht, also es gibt dann eine kleine Variante, gibt es davon, weil du nur eine Begrenzung an Skillungen, also quasi an Talente hast, ne? Logischerweise. Aber das wird wieder so wie World of the Lich King, wo du wirklich, als bei Todesritter war das damals, hast du wirklich alle 3 Bäume gewisse Sachen genommen und du bist ein unbesiegbarer Tank. War doch das war ja bei Classic Burning Crusade, hast du ja auch den Talent, nur mal den Teddybär. Beim Teddybär ist es ja so, du hattest ja bei Classic und Burning Crusade, hast du ja plus 2, 3 Talente umgesetzt, dann warst du eine Katze. Hast du wieder umgesetzt, warst du ein Bär. Und im Endeffekt konntest du aber als Katze fast so viel aushalten wie der Bär, bloß dass du halt mehr auf Schaden gemacht hast. Also einfach, du hast mehr Auswahl. Natürlich wird es dann wieder Guides geben, wo sie sagen, ja, das ist das Beste, aber mit diesen kannst du dich trotzdem komplett auf deine Spielweise. Jeder kann sich jetzt so aufbauen, was ihm gefällt. Und das ist gut, weil dann kommt einfach mehr Vielfalt rein. Und wenn du zum Beispiel jetzt einen Hexer hast, du denkst, na, Hexergebrechen, da kann man ja nichts viel erwarten. Wenn du siehst einen Hexer jetzt, dann sagst du, oh, Hexer, guck mal, was er kann. Also einfach die Neugier auf die Klasse ist auch wieder geweckt. Die Leute können wieder experimentieren, die können wieder richtig auf ihre Spielweise, ob sie tanky sein wollen. Also du hast nicht mehr M-Plus-Skillung und Raid-Skillung, sondern du hast dann
alles in ein und kannst dich komplett austoben. Du musst nicht mehr auf einen gewissen Wert achten, weil die Bäume zwar stärker rausstechen, die Fähigkeiten, aber in dem Spielgeschehen nicht so hart eingreifen, dass du jetzt sagst, okay, die Skillung-Richtung ist direkt Bombe imbar. Das gibt's nicht mehr. Haben sie ja gesagt, es ist eine Stärkung, die wirst du spüren, aber es ist nicht so, dass du jetzt sagen kannst, diese Talente machen den Maximum Schaden, weil es kommt von der Spielweise ab, es kommt von deiner Spielweise her ab, wie die Leute mit dir spielen, wie die Gegner auf dich reagieren. Also es ist wirklich total einzigartig. Und das ist richtig gut. Das hat WoW lange gefehlt, Talentbäume. Das ist ja alles, jetzt hast du einen Einblick. Du wirst es ja sehen, wenn wir World of the Lich King spielen. Wenn der Server online geht, werden wir auf definitiv, also Donnerbuddys wird definitiv den Drachenschwarm spielen und den Lich King eingreifen. Richtig. Wir haben das uns bei Lich King war eins der geilsten, und ich weiß noch, wo mein Bruder damals die Bluts, wo wir den DK gebaut haben, der war so brutal, wir haben die anderen DKs so zerrissen in der Arena oder in dem Schlachtfeld, wir haben da wirklich zu zweit es waren nur DKs auf der Wiese und wir haben sie alle aufgemischt, weil wir einfach wussten, wie wir spielen mussten. Das hat so Spaß gemacht und deswegen World of the Lich King Erfolgssystem-Einzug. Ne, das gibt's ja in Burning Crusade und Classic nicht. Und World of the Lich King war das erste Add-on mit Erfolgssystem. Und ich bin ACM-Jäger, also für mich Pflichtspiel. Also ich werde auf definitiv spielen. Ich bin dabei, Mücke. Wir beide spielen DD, okay? Kein Tank. So, was nächste, kommen wir mal zu den Welten. Gut, es war viel recycelt, das hat man gesehen. Ne, gerade was die Ebenen angeht, viel mit Tundra wieder, viel mit Wasser wieder. Es gab natürlich auch einzigartige Bauwerke, die aber auch stark an die Gebiete von Legion erinnert haben, fand ich. Gerade diesen Turm und so. Die Bauweise hat sehr an Legion erinnert. Was ich gut fand war diese Weitsicht, dass sie erweitert haben, dass du viel mehr Panorama hast. Das war auch richtig, gerade wenn du das neue Interface, das kommen wir jetzt gleich dazu, aber von der Grafik her wird das auf jeden Fall mal noch eine Schippe nach oben machen. Auch wenn da die ganze Interaktion dieser NPCs, der Welt, der Landschaft, der Nebel kommt auf einmal, die Sonne kommt. Man hat ja jetzt schon manchmal Regen, aber da wird es ja noch ein bisschen craziger. Da hast du richtig, der Nebel, der kommt dann kommt Sonne, dann kommt wieder Wind. Also das kriegst du alles visualisiert und das ist richtig geil. Genau, was ich halt auch noch sehr, sehr geil finde, die wollen die Weltereignisse mehr mit dem Spieler verknüpfen. Das dass sich die Landschaft, dass du da interagierst und die Landschaft sich dann verändert, so wie du es baust, ja. Also da interagierst. Das ist richtig. Was ich aber meine ist, dass dann halt diese Mini-Ereignisse, ne, die man halt von Guild Wars 2 kennt und, ne. Das ist man halt, oder was wir auch schon kennen, ab dieser Uhrzeit kommt dann da der Angriff oder so, ne. Ja, aber diese Legion wird. Das ist ein sogenannter, also so wie ich es kurz gegoogelt habe, also quasi es ist geplant, einen Zufallsgenerator zu machen. Es wird nicht festgelegt, wann kommt, sondern es kommt, wann es möchte. Ja, aber das ist doch gut so. Das, und dann kommt das, es kommt auch immer wieder das da, er kommt nochmal. Zum Beispiel der Zufallsgenerator, der soll sehr, sehr lustig sein und immer uns beschäftigen. Aber das fehlt auf WoW. Guck doch mal. Geil. Du guckst auf die Karte und sagst, okay, da muss ich hin, das geht noch 2 Stunden und das kommt, eigentlich habe ich keinen Bock, das kommt in 3 Stunden wieder. Und mit diesem Zufallsding denkst du, oh scheiße, da muss ich jetzt übelst hin, man weiß, wann es wiederkommt. Das hast du auch in Lost Ark genauso. Mit diesem, du weißt, okay, Zeit, da muss ich hin, das haben sie auch wieder, das System ist auch für Lost Ark ähnlich gemacht. Mit der Zeit, okay, bei Lost Ark ist die Insel kommt in 3 Stunden, da weißt du, okay, die Insel kommt jetzt die nächsten 4-5 Tage nicht, die muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Und wenn du so ein Event hast, wo da steht, okay, ein Event taucht auf, das könnte es sein, vielleicht das oder das, du weißt es nicht, du musst erst hingehen, um zu sehen, was es ist Bombe. Es ist einfach mehr zu tun. Und auch diese Interaktion nachher mit dem Beruf, machen wir erstmal weiter, das Interface. Hallo Volkswolf. Also, Servus. WoW-Interface. Alt, abgehangen, ausgemustert. Sagen wir es einfach so. Nach 25, knapp 25 Jahren WoW und 18 Jahren. 18 Jahre, ja. 18 Jahren haben sie das. Ich bin ja 25 noch von dem allerersten Warcraft-Teil, sind das schon 26 Jahre oder 27. Ja, also, aber die haben gesagt, 18 Jahre. Das, was sie jetzt haben, ist 18 Jahre. Überleg mal, 18 Jahre altes Interface. Und wenn man überlegt, dass SW2R, also das Star Wars, The Old Republic, komplett von Anfang an alles verändern kannst, ist es echt lange Zeit gelassen. Aber die wollten halt ihren Stil, wobei die Anfänger, also ich finde es gut für Anfänger, dass du das auch mit reinbringst, weil die meisten sind total überfordert. Nach oben, nach rechts, nach links so gucken, du siehst einfach auch teilweise gar nicht, wo deine Fähigkeiten sind und dann hast du dann oben dein Männekicken und dann auf einmal blinkt dein Bildschirm rot und bist tot.
Bis du realisiert hast, dass oben links dein Leben runtergeht. Weißt du, als Anfänger ist das total überladend. Und da ist das geil, dass du das alles setzen kannst, wie du willst. Auch die Leisten. Richtig. Da fällt so viel Arbeitsspeicher weg, den du freileisten kannst durch die ganzen Add-ons, die du nicht mehr brauchst. Bombe. Also meinen Segen haben sie. Also wirklich finde ich gut, dass sie da auch die ganzen Karten anpassen, dass das Interface wirklich, dass du ein richtig groß, so wie ich mache ja diese Storyline mit Guild Wars 2 UI, wo du wirklich die ganz kleine Figur hast und dann halt die ganze Karte sehen kannst. Einfach wirklich alles vom Spiel aufsaugen kannst. Und das ist richtig geil. Und das bringen sie jetzt als eigene UI-Interpretation rein. Das ist gut. Du weißt, wie viel 11 UI verbraucht? Ja, natürlich, das ist richtig, ja. Ja. Hi, Thomas. Ist radikal weg. Servus, Thomas. Servus, Wolf. Es ist auf jeden Fall, guck mal, man hat einfach so oft, ich bin ehrlich, das letzte Mal mit Standard-Interface habe ich gespielt, jetzt muss ich lügen. Jetzt muss ich wirklich richtig hart lügen. Burning Crusade. Nicht mal. Burning Crusade. Bei mir war's Licht King noch. Burning Crusade, da habe ich das letzte Mal mit dem Standard gespielt, ja. Bis ich dann Nein, stimmt nicht. Bei mir war das noch bis BFA. Echt? Hab ich noch mit dem alten Addon gespielt, ja. Boah. Mit dem alten Addon. Ohne Makros, ohne gar nichts. Ja, Makros habe ich damals auch nicht benutzt, ja. Ich nutze ja immer noch meine Maus, ne, zum Klicken allem drum und dran, ohne irgendwas anderen. Ja. Nicht so alles auf Mouse Over oder so. Hab ich nicht. Also wir können sagen, also was sagst du? Also ich sag, es geht in die richtige Richtung. Es ist sehr viel Feedback gehört worden, Gott sei Dank, ne? Ich glaube, dass, wir wissen ja nicht, ob das mit Activision laufen wird. Das sehen wir jetzt die nächste Zeit, die müssen ja erst sich abstimmen. Ich hoffe, dass es für WoW auf eine Art auch ein Schock war, dass jemand Großes sie fressen will. Ich glaube, das hat die auch ein bisschen wachgerüttelt. Das? Weißt du, was ich meine? Kann sein, ja. Dass die jetzt, weil die WoW war eine mega Marke, ne? Ja. Und keiner hat sich getraut, WoW anzuknabbern. Jetzt aber überleg mal, Mücke, ne? Auch die Community. Jetzt stellt euch mal die Frage. Volkswolf, geil. Ist es vorteilhaft, dass Microsoft sie übernehmen möchte? Es könnte vorteilhaft sein. Ne, vom Geld Definitiv. her, klar. Von den Ressourcen her. Darum geht es, von den Ressourcen her, von den Mitarbeitern, was die haben. Weil die sind nicht dumm, die Leute, die da sind, die da arbeiten, etc. Und die können dann das so geil verbessern. Vielleicht haben die ja bei dem Add-on mitgeholfen oder es ging deswegen auseinander, weil die in eine andere Richtung gehen wollten, was die nicht wollten. Ja. Wo die gesagt haben, es gibt, wie gesagt, diese zwei Varianten sind so in meinem Kopf drin. Und ich denke mal, es wird mit Microsoft nicht, es wäre auf der einen Seite gut wegen der Ressourcen etc., aber auf der anderen Seite kann es böse nach hinten Sie würden ihre Identität verlieren, schätze ich. Sie World of Warcraft würde die Identität verlieren, weil Microsoft hat ja schon Aktivisten World of Warcraft gekauft. Und das fand ich mal weißt du, bin ich nicht so begeistert gewesen, weil da ging es runter in den Keller. Microsoft könnte es wieder hochschrauben. Weil die Ressourcen da sind. Weil die haben so viel mit und gemacht. Allein die Grafiken, ne, ist mega. Mega, was manche Spiele, was Microsoft mitproduziert, geil. Aber ist dir aufgefallen, hast du dieses WoW-Video gesehen mit der Realgrafik, wo dieser Drache da war? Und der Drache, der jetzt dort in dem Video war, der hat den schon sehr geähnelt. Von dem richtigen, von dem Live-WoW 2.0, was da mal dieser eine da programmiert hatte. Hat den sehr geähnelt, muss man sagen. Und also sagen wir mal so, wir sind gespannt, was Blizzard mit Activision und Microsoft noch vorhat, was da passieren wird. Ich sag mal so, es kann gut gehen, aber es kann auch sein, dass dadurch Blizzard seine Identität verliert, weil Microsoft schluckt einfach alles. Ja, und die haben auch das Geld ohne Ende, das ist leider Gottes so. Kommen wir mal zum Handwerkssystem. Was hältst du von dem neuen Handwerkssystem? Boah, ich finde das mega geil. Ich finde das mega, dass du was suchen kannst, die Materialien hinsetzen kannst und sagen kannst, meine Brownies gibt dir her. Nee, sorry. Ich finde das echt geil. Und das, was mich am meisten immer geärgert hat, das Seelengebunden an diesen das stimmt wirklich. Waren an den Gegenständen. Das hat mich geärgert, weil es gibt so geile Waffentransmog, Rüstungstransmog, den du nur selber tragen kannst, ja. Bevor du das, also ich krieg das Rezept nicht mehr, weil das veraltet ist, ne? Weißt du noch, die Waffe, die du mir gebaut hast, ne? Die wir dann verkauft haben und so?
wo wir die Ressourcen gesammelt haben. Ja, wo ich immer noch bauen kann, ja, wo ich noch eine der seltensten Rezepte habe, ja, die es gibt. Und das kannst du dann Richtig verjubeln, und wer das ja. kaufen möchte, Richtig geil. Gibt dir dann eben halt eine Herstellungskosten. Und das ist einfach, das gehört besonders, das hätten die schon länger reinbringen müssen. Wie sagt man gerne, lieber spät als nie, stimme ich euch allen zu. Ich freue mich darüber, dass es wirklich drinnen ist. Das sind auch, da hast du nicht nur noch das Auktionating, also Auktionhaus da, nur diese einzige Geldeinnahmequelle, sondern du kannst als individueller Handwerker, zeige ich das mal so, du hast Mist, etc. Du kannst da Gold verdienen, du kannst Konkurrenz aufbauen und Wirtschaftssimulation. WoW ist ja, man sagt ja, viele sagen ja, ist ja wegen dem Aktionhaus eine Wirtschaftssimulation und dadurch wird es nochmal eine richtig krasse Wirtschaftssimulation, was auch viele anziehen wird, weil viele Leute lieben sowas und allein der Kuna zum Beispiel. Ja, Kuna, der hat so viele Materialien, der hat da so ein geiles Wirtschaftssystem aufgebaut, hat uns einen Einblick auch diesbezüglich auch gewährt. Auch der wird sich da freuen. Ja, Kuna. Und das ist wieder mega. Ja. Also ich werde im neuen Add-on, was ich jetzt anfangen werde, Alchemist. Ich werde so viele Sachen von Alchemisten lernen. Ich werde auch gucken, dass ich angeln. Volkswolf, aber es ist nicht schön, was Besonderes zu haben, was man nicht mehr bekommen kann. Aber es ist schön. Aber zum Beispiel, es gibt ja damals von der Donnerinsel, das war ja noch zu Pandara, gab es ja die Donnerinsel und da gab es ja die Rezepte für diese uralten, wiedergeborenen Waffen. So, und da musstest du ja einen bestimmten Mob killen in der Zeit und war es ab Legion? Ne, warte mal, was kam denn nach Pandaria? Da kam doch BFA, oder? Nee, Quatsch, Kataklysm kam. Pandaria, Kataklysm? Nein. Nee, jetzt bin ich auf dem falschen Trichter. Pandaria kam Kataklysm, richtig. Nee. Wort of Licht kam Kataklysm, dann kam Pandaria. Genau. Und dann kam WOD. Nee, ja schon, WOD kam da. Ja, und dann kam Legion. Also auf jeden Fall nach Pandaria kam dann nach diesem Add-on war es so, dass du dieses Rezept nicht mehr kriegen konntest und auch nicht mehr bauen konntest für die anderen. Also du konntest schon für die anderen bauen, aber du musstest extrem viele Ressourcen farmen, weil diese ganzen scheiß Bahnen accountgebunden waren. Und da konntest du zum Beispiel die Sache nur bauen, wenn du selber komplett alles an Materialien selber gefarmt hast. Und jetzt mit diesem System, da gehst du hin, gibst einen Arbeitsauftrag, gibst ein bisschen Gold, kannst die Materialien und kannst die Waffe verkaufen für fettes Gold. Perfekt. Also klar, es wird viele geben, die es haben, aber es ist auf jeden Fall cool. Habt einen Amani-Bär, den wir damals in der Gruppe verkauft haben. Habt einen Amani-Bär, den wir damals in der Gruppe verkauft haben. Das war wahrscheinlich der Bär, den du aus der Dings bekommen hast, ne? Aus der Vase, wo du diesen Time Run hattest. Meinst du den wahrscheinlich? Zulaman, ja. Ich schätze mal, dass er jetzt den Bär meint, ja. Aber Leute, so, haben wir noch was vom Thema oder war es eigentlich, oder? Das müsste eigentlich jetzt gewesen sein. Also unser Statement ist auf jeden Fall, Donnerbuddys bleibt im Lost Ark vertreten, also meine Fähigkeit, WoW wird auch weiterhin gespielt, wird der W2LK-Server kommen, werden wir vertreten sein, wahrscheinlich als DKs. Also ich weiß nicht, ob Matze tankt oder DD macht, ich werde wahrscheinlich DD machen. Ich mache auch DD. Ja? Ich habe ja gesagt, wir machen DDs, die weiter. Hallo User, wir streamen gerade. Arego, ich hoffe, es stört dich nicht. Wir sind nämlich gerade live, also falls du was sagen willst, musst du wissen, wir streamen. Alles klar, gut zu wissen. Ja, also wenn du kannst gerne mit reinsprechen. Wir diskutieren gerade über das WoW-Add-on, was jetzt gerade geteasert worden ist, das mit den Drachen und da geben wir gerade ein bisschen Stellung ab, was wir vorhaben. Richtig. So, okay, alles klar. Dann möchte ich euch nicht weiter stören und wünsche euch noch viel Spaß Ja, danke, Arego. Danke. Diskutieren. Ja, klar. Dankeschön, bis später. So, also WTLK werden wir spielen, entweder Tank oder DD, das kann man sich ja aussuchen, das weiß ich noch nicht genau. Wie nachdem, was Matze spielt Matze DD, spiele ich Tank, spielt Matze Tank, spiele ich DD. Ich will DD spielen. Dann lass uns beide DD spielen, ja. Genau, dann können wir PvP wenigstens was machen. Dann battlen wir uns wieder. Wird auf jeden Fall interessant Add-on, weil ich fand WTLK wirklich geil wegen dem Erfolgssystem. Das wäre für mich zum Beispiel Anreiz, die ganzen Erfolge, die du teilweise jetzt nicht mehr schaffst, dort zu machen. Ich habe zwar alle, ich habe bis Pandaria habe ich komplett alles fertig, aber es wäre nochmal ein Anreiz, da auch gerade solche Geheimtitel zu machen, weil du kriegst ja diese Geheimtitel dann auf deiner Account geschrieben, das finde ich schon mal gut. Da werden wir mal sehen. Ich will auch gerne mal wieder den Lecce-Hammer haben, weißt du? Ja, den Valanier-Hammer, ja. Der Hammer von Valanier. Den hätte ich gern mal wieder. Und die Waffe von Frostkram, die Shadowkram, ja.
Also, da sind wir auf jeden Fall gehypt. Da werden wir dabei sein und freuen uns, wenn ihr dabei seid. Was wir noch sagen wollen, müssen wir noch ein bisschen Werbung machen gerade. Und zwar unser Kumpel vom Panda Beat, schaut da mal rein. Der macht ein bisschen so Copyright-freie Musik. Also könnt ihr reinschauen. Der macht sehr gute Musik. Und was wir noch sagen wollten, am 13. Mai wird es bei uns ein Horror-Event geben. Das wird am 13. Mai auch um 17 Uhr starten, 17, 18 Uhr, je nachdem, wie wir von der Arbeit da sind und wir es schaffen, von der Familie her. Vielleicht sogar ein bisschen später, weil es ein bisschen gruseliger ist. Da wird es dann abend gestreamt und da kann man auch wieder was gewinnen. Wir werden mal gucken, wir lassen uns was einfallen. Was wir noch sagen wollten, das Diablo-Event war relativ gut erfolgreich für uns. Wir hatten unsere 30, 40 Leute, die sich das angeschaut haben, fand man gut. Und gab auch 4 Gewinner, die wir mit einem kleinen Video vielleicht nochmal angeben. Wenn sie nichts möchten, sollen sie es halt schreiben. Ansonsten bedanken wir uns für das Wochenende. Osterevent hat recht Spaß gemacht, da Diablo zu suchten. Wir werden es auch weiterhin ein bisschen spielen, aber nicht mehr so streamen. Und wenn wir Diablo streamen sollten, dann ist trotzdem weiterhin das Motto von meiner Seite her, wenn wir sterben, gibt es einen Key. Yes. Also, wenn wir Diablo weiter streamen sollten, dann wird, wenn wir im HC sterben, weiter ein Key verrollt. Damit genau, nur die Harten kommen in den Garten. Nur die Harten kommen in den Garten. So. Also Mädels, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Danke für den Abend und schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Add-on haltet, was vielleicht zu unserem Standpunkt, was ihr davon haltet, von den ganzen Bereichen. Wäre cool, wenn ihr mal da ein bisschen was zusammenhauen könnt. Und in dem Fall wünsche ich euch einen schönen Abend und ich bin erstmal raus. Ciao, Leute. Einen schönen Abend euch noch. Ciao, ciao.